Servus Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier zum Dino des Toten in Feuer. Wir haben das neue Update seit einem Tag jetzt draußen und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr begeistert vom neuen Update. Vor allem wegen den neuen Monstern, auch natürlich wegen Hintergrundkampf, wie man hier wahrscheinlich schon sehen kann. Läuft natürlich im Hintergrund, muss auch sein. Und wir wollen heute natürlich den Feuer-Dino testen. Kurz die Skills. Also der erste Skill ist ein ganz normaler Skill, greift den Feind zweimal an, heilt sich um 40% des verursachten Schadens. Ziemlich nice für einen Skill 1. Natürlich könnte man dann noch so ein bisschen Debuff noch dazu machen. Vielleicht kommt das noch irgendwann mit einem Patch oder so. Zweiter Skill ist einfach ein Multi-Hit auf alle. Also ein AOE, nicht Multi-Hit, ein AOE-Hit auf alle Feinde, die jeweils 2 Schaden pro Runde für 2 Züge hinzufügen, was auch ziemlich nice ist. Kann man vielleicht in irgendeinem Dungeon benutzen. Vor allem Elemental Dungeon würde ich ihn sehen. Denke, wird der auf jeden Fall sehr gut passen. Ich meine, heute ist es nicht aktiv Feuer, aber vielleicht mal gucken am Wochenende, wenn ich dann, oder die Woche vielleicht noch, werde ich vielleicht noch mal ein Video oder ein Dungeon-Team bauen. Wenn ich das hinkriege, dann werde ich es hochladen auf jeden Fall. Aber wir werden heute nur ein bisschen im Gildenkampf testen und gucken, vor allem wegen der Passiven, weil er verliert jede Runde, die er drankommt, 20% seiner aktuellen LP und bekommt dann beim Angriff von dem ganzen LP, die er verloren hat, 20% als True Damage. Bedeutet, wahrer Schaden ist in dem Fall nicht mit Crit Damage skalierbar, oder zumindest sollte es nicht skalierbar sein, weil True Damage heißt einfach, das ist der volle Schaden. Der wird immer gemacht. Ob man jetzt Crit Damage drauf hat oder nicht, oder crittet oder nicht, ist egal. Und wir werden den auf jeden Fall so damit testen. Ich habe den jetzt auch schon dementsprechend gebaut, mit sehr, sehr viel HP. Weil wie gesagt, True Damage bedeutet einfach weniger, also je mehr HP er hat, dass er verlieren kann, desto mehr Schaden sollte er normalerweise austeilen. Wir werden einfach mal testen, gucken, wo wir ihn benutzen können. Und dann schauen wir mal. Spezialisierung habe ich auch schon getätigt im Tank-Bereich. Für euch, die es vielleicht interessiert. Wir haben hier in LP 250 rein. Haben hier nochmal Resistance um 2 rein, weil wir hier nur 3 haben in umgänglich. Dadurch mussten wir halt 2 irgendwo reinpacken, damit wir hier weiterkommen. Dann haben wir 3 in Zähigkeit, 2 in unbezwingbar, 5 in standhaft. Und hier haben wir in Festung reingepackt. Plus halt dann, wenn wir den quasi noch aufs volle Sterne bekommen, weil ich meine, er ist nur... Ja, wir haben leider nur 5 Sterne. Das heißt, also hier würde ich auch noch auf jeden Fall auf 5 voll machen. Und dann vielleicht... I don't know... Vielleicht irgendwie da rein oder... Vielleicht da rein einfach noch ein bisschen tankiger machen würde. Vielleicht sogar Sinn machen, weil er sowieso so wenig wie möglich HP hat. Würde sogar Sinn machen, den Überlebungsinstinkt dann voll 5 reinzupacken, wenn man natürlich dann den letzten Stern hat und alle Stapel voll hat, natürlich, klar. So, dann gehen wir jetzt rein und gucken mal, was wir mit ihm anstellen können. Okay, da sind wir auf jeden Fall erstmal bei dem ersten Test. Ich habe jetzt überlegt, das mal gegen dieses Team zu spielen. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil vielleicht mit Immunität könnten wir es schaffen. Wenn wir Immunität haben, dass er nicht gestunt wird oder nicht provoked wird oder sonst was. Weil die Mutter wird ihn auf jeden Fall provoken. Wir werden sehen. Aber ich habe erstmal gedacht, vielleicht in einem 12-Sterne-Team bei Gebietskrieg zum Beispiel kann man ihn vielleicht sehr gut benutzen. Oder vielleicht eher in einem 4-Star-Team. Aber wir werden einfach mal reingehen und gucken, ob das funktioniert. Wir haben sehr viel CC. Wir haben hier, ja, wir werden sehen. Schauen wir mal. Okay, das waren 15k Damage, ne? Ja. So. Dann würde ich erstmal sagen, wollen wir ihn jetzt heilen? Ich will ihn eigentlich nicht heilen. Ne, ich will ihn jetzt nicht unbedingt heilen. Wir gehen mal so. Okay, schade. Wir wollen ja runter vom Schaden, vom Leben her. Deswegen. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben jetzt, ich würde mal sagen, 50% von unserer HP verloren. Blöd, dass er jetzt auf korrupt ist. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf gehabt. Blöd, aber gut. Wir werden es trotzdem versuchen. So, davon müssen wir jetzt 20% True Damage machen. 1000.
So, nun versuchen wir den auch zu stunnen. Hier. Ja, wird schwierig, ne? Ei. Okay. Also mehr geht eigentlich fast gar nicht vom Schaden her. Das Problem ist nur, er wird sonst sterben, deswegen müssen wir jetzt heilen. Aber ist okay. Jetzt gucken wir mal. $14.000 circa. Mit Echo-Set können wir sogar noch einen dritten Hit bekommen. Wäre sogar nicht mal schlecht. Blöd, dass wir jetzt gestunt sind, leider. Wir versuchen erstmal das hier. Okay, schade. Okay, dann versuchen wir es mal gegen ein 4-Star-Team. Also 4 oder 3 Sterne. Ich habe jetzt mal gedacht, okay, wir versuchen natürlich einen 25%igen Lead mitzunehmen. Ein bisschen CC mitzunehmen und ihn als Damage-Dealer quasi mitzunehmen. Und gucken wir mal, weil er ist ja tanky genug. Meine Intention ist es jetzt, wir haben wenig Crit-Rate. Ich hoffe, dass wir ihn nicht critten. Und versuchen ihn rauszunehmen, vielleicht als Counter. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Aber wir schauen mal. Okay, jetzt mal gehen wir natürlich auf sie. Dann provoken wir. Ich meine, sie ist keine gute Kombination gegen ihn, aber wir werden es dennoch probieren. Okay, schade. Gucken wir mal. Kein Crit, sehr schön. Dann. Jetzt. Zweimal gecrittet. Ai. Okay, der Hit war drin. Versuchen zu provoken. Gleich jetzt. Perfekt. Also, ich muss sagen, der Schaden von ihm ist echt nicht schlecht. Dafür, dass es auf dem Single-Target ist, also auf dem ersten Skill, das sind knapp 14.000 Damage. Also 12 bis 14.000. Ist das sogar actually nicht so schlecht. Bin ich ehrlich. Vor allem echt eine gute Kombi gegen ihn, weil er entzieht ihm die ganze Zeit Leben, was halt ihn sehr stark dagegen macht. Cass? Das ist wirklich stark. Das ist wirklich stark. Also kann man nicht meckern. Weil er heilt sich auch mit dem ersten Skill mal 40% vom Schaden. Und dass er halt jedes Mal, wenn er Schaden macht, also er killt, auch nochmal Wiederbeleben bekommt. Also ist ziemlich nice. Mega cool. Okay, testen wir es mal mit der Leseratte in Licht und gucken mal, ob das auch genauso gut funktionieren kann. Wir haben das Team genauso gelassen wieder und schauen mal. Jetzt können wir erstmal versuchen, AOE-Damage zu machen. Macht trotzdem echt gut Schaden, weil die Passive zählt ja auch für den AOE-Skill, was halt auch noch Dots macht. Das habe ich vorher vergessen eigentlich. Könnte man auch immer direkt draufpacken. Wir werden ihn halt leider nicht stunnen können, die Leseratte. Eieiei. %, ja, mit den Buffs. Nicht jetzt? Nee. Wir haben halt leider kein Heal. Normal. Knapp 11.000. Sollte reichen. Hat überlebt. Okay, krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Achso, ja klar, wegen seiner passiven. Ich Vogel. Jetzt aber. Ja.
Mega cool. Ich bin sehr überrascht. Positiv überrascht. Sehr, sehr cool. Nice. Dann ist er sowieso GG. Weil er wird nicht sterben. Er wird auf gar keinen Fall sterben. Auch wenn die zwei anderen sterben sollten, er wird nicht sterben. Macht halt viel zu viel Schaden für das, was er... Also, das ist insane. Wow. Also wirklich mega cool. Gefällt mir. Also ein sehr guter Counter gegen ihn und auch gegen Joker. So, dann habe ich hier noch eine Verteidigung, die ich jetzt öfters schon mal gesehen habe. Auch wieder mit den beiden, aber mit der Kriegskrankenschwester. Da können wir natürlich mal versuchen, mit Net 5 natürlich reinzugehen. Wieder Richtung 12 Sterne. Und versuchen wir mal da, ob das auch funktionieren wird. So, schauen wir mal. Diesmal targeten wir direkt vielleicht den Joker. Und versuchen vielleicht ihn zu Oblivion. Ist auch gestern. Ach, diese Nurse, ne? Diese Nurse, Leute. Aber wenn wir ihn targeten, ist das echt machbar. Solange es dann ist, ist alles fein. Vielleicht auf ihn. Jetzt können wir mal gucken, wie viel der AOE an Schaden macht. 4K, 5K. Ist nicht schlecht. Dafür, dass wir halt noch mehr als 50% hatten. Ja, Fazit. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde ihn echt nicht schlecht. Vielleicht noch ein kleiner Buff oder so, dass der Multiplikator vielleicht noch höher geht. Weil wir haben jetzt knapp 40.000 HP drauf gehabt. Ich meine, wenn wir den wirklich auch versuchen, so wenig Crit Rate wie möglich zu bekommen, könnte der wirklich ein sehr, sehr guter Counter gegen Joker sein. Einfach weil er trotzdem Schaden macht ohne Crit Rate. Klar, man könnte den jetzt auf Crit Rate und Crit Damage noch versuchen, würde man vielleicht ungefähr auf den gleichen Damage kommen. Das Problem ist halt, man hat dann weniger AP, vielleicht weniger Geschwindigkeit. Also ich würde wahrscheinlich echt eher versuchen, auf LP-Geschwindigkeit zu gehen und versuchen, so wenig Crit Rate wie möglich zu bekommen. Einfach nur, damit man halt nicht crittet, in dem Fall halt gegen Joker. Ja, also ich bin eigentlich sehr angetan von dem Dino der Toten in Feuer. Ich werde den auf jeden Fall öfters jetzt benutzen. Ich werde den jetzt auch im PvE noch ein paar Mal probieren in manchen Teams. Wenn ich da was Gutes finde, wo man ihn benutzen kann, werde ich euch auf jeden Fall ein Video dazu hochladen. Ich werde ihn jetzt noch im Element-Dungeon probieren, ich werde den noch in den Abgrund-Dungeons probieren, im Juggernaut oder so. Also auf jeden Fall, es gibt noch einige Bereiche, wo ich ihn noch probieren werde. Also Überlebungsbosse denke ich eher weniger, weil der Schaden dort ist viel zu hoch. Und wenn jedes Mal, wenn er jetzt 20% HP verliert, der muss ja wirklich gucken, dass er mehr als 50% seiner HP verliert, damit wirklich der Schaden kommt. Das ist halt sein Manko quasi. Das heißt, er braucht schon Supporter, die ihn am Leben halten, CC-Units vor allem, damit er weniger Schaden bekommt, weil wenn er Schaden bekommt, ist er halt tot. Weil er läuft die ganze Zeit mit wenig HP rum. Deswegen ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option für ein CC-Team. Mit der Dome-Fighterin sehe ich auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Team. Vielleicht auch in der Defense könnte ich mir gut vorstellen. Könnte man ein gutes Team mit ihm bauen. Ja, also, falls ihr welche Meinung habt oder getestet habt und sagt, jo, da und da gefällt er mir auch oder so und so würde ich ihn bauen, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.